Meine heutigen Gäste haben wirklich eine einzigartige Karriere hingelegt. Wahrscheinlich kennt jeder ihren Welthit Time to Wonder. Sie stehen seit über 30 Jahren auf der Bühne und sie füllen nach wie vor Stadien, wenn es denn wieder erlaubt ist. Schönen guten Morgen, Kai und Thorsten Wingfelder. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Danke, wir freuen uns. Einmal, um es aufzuklären, ihr habt zwei Bands. Ihr habt einmal Fury in the Slaughterhouse und ihr habt Wingfelder. Genau. So. Mit Fury in the Slaughterhouse seid ihr seit über 30 Jahren unterwegs. Wenn ihr mal so Revue passieren lasst, 30 Jahre, was waren so die wichtigsten, die schönsten, die entscheidendsten Momente, an die ihr euch erinnert? Wow. Naja, eine Sache auf alle Fälle, du sagst 30 Jahre. Irgendwann kommst du ja an den Punkt, dass du dir selber diese Zahlen mal visualisieren musst. Und das war bei uns mit 3 Konzerten in der TUI Arena, was eigentlich als ein Konzert geplant war. Die TUI Arena ist 12.000 Leute groß und wir haben die sehr, sehr schnell ausverkauft. Das war für uns eine Bombe. Und dadurch, dass wir nicht mehr 17 sind, sondern so in einem gewissen gesetzteren Alter, wie sagte unsere Plattenfirma so schön, Heritage Band, was ich aber ganz geil finde, haben wir diese Konzerte sehr genossen. Und das war so ein Moment, wenn du nicht mehr 18 bist oder 20 und bist vollkommen nervös und dann gehst du auf so eine Bühne und 12.000 Leute feiern mit dir und deiner Band die Songs und du gehst runter und deine Kids sind da und es war so, das war sehr warm und sehr, sehr schön. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Das war einzigartig. Für mich der wichtigste Moment, der schönste Moment war eigentlich, als ich das erste Mal in den Charts war mit Jau und wusste, ab jetzt muss ich nicht mehr in der Kneipe jobben, denn ich kann davon leben. Und das andere war, als wir nach dem zweiten Mal in Boston den Laden ausverkauft hatten in Amerika. Und ich wusste, okay, wir können alleine in Clubs spielen, in großen Clubs und können sie ausverkaufen in den USA. Und das war super. Ihr seid wirklich eine der wenigen deutschen Bands, die einen Welthit geschrieben haben. Ne? Wisst ihr noch, wie sich das erste Mal angefühlt hat, das so wahrzunehmen? Also das auch jetzt noch nicht so weit. Also es gab irgendwann mal von der GEMA so eine Fahne, die gewunken hat, dass der Song halt so populär auch in Coverbands gespielt wird, auch Won't Forget These Days auch, dass er so einen besonderen Status bekommt. Der heißt dann Evergreen. Ich glaube, da sind wir irgendwo in der Range, dass das passieren kann, dass du merkst, so, du hast ein Evergreen geschrieben, das ist doch eigentlich eher so... Evergreen? Ever. Und das ist schön. Ihr gehört zu diesen Ausnahmekünstlern, die das eben geschafft haben. Was für Grenzen hat das? Naja, bei uns ist es so, Christoph, unser Gitarrist mit den roten Haaren, er hat einen schönen Spruch, der heißt, lieber wohlhabend und bekannt als reich und berühmt. Das war eigentlich unser Motto. Und das andere war immer, dass wir sind eine relativ publikumsnahe Band. Ja. Das heißt, wir machen da keine großen Grenzen, wir gehen mitten durch die Leute, wir setzen uns mitten rein, auch wenn es eine riesen Arena ist, auf dem Fußboden und alle müssen sich hinsetzen und dann spielen wir eine Nummer mitten im Publikum. Und insofern hatten wir dann die Berührungsängste und insofern war es aber auch so, dass unser Publikum auch ein Publikum ist, was so eine gewisse Distanz auch halten kann. Ja. Das finden wir auch immer sehr schön. Aber trotzdem gab es ja auch körperliche Grenzen. Ne? Klar. Ich hab Hörstürze gehabt und alles Mögliche. Also ich bin ja auch in der Tinnitus-Stiftung und so. Aber am Ende des Tages war für mich das Schlimmste immer dieser Stress, auf der Bühne zu stehen und Angst zu haben, seine Texte zu vergessen. Das klingt jetzt sehr lächerlich, aber Peter Maffay hat das gleiche Problem. Also ich habe dann wirklich Radio Orchid gesungen und gleichzeitig darüber nachgedacht, wie geht die erste Zeile von Every Generation, was kommt danach? Ja? Und dann sollte ich dazwischen eine Ansage machen, die ist dann auch so ins Wasser gefallen. Und das war immer das war eine nervliche Belastung. Und irgendwann war das dann auch mal zu viel bei mir. Ich habe dann auch in Amerika dann oben in meinem Hotelzimmer gelegen. Wir waren 7 oder 8 Tage nur Interviews in New York gehabt und wollte dann nicht mehr raus. Und ich habe dann wirklich so Angstschübe gehabt. Habe dann auch eine Therapie machen müssen. Habe das aber in den Griff gekriegt, relativ gut. Aber das war keine schöne Zeit. Also ich wollte dann morgens nicht mehr aufstehen, weil ich das Gefühl hatte, ich wüsste nicht warum. Und dann denkt man auch, ich lasse das jetzt einfach sein? Nee. Das geht gar nicht so leicht. Sondern das vor allem geht es nicht, wenn du in Amerika bist. Du bist gerade Hörer Nummer 1 in New York und sagst dann, du sollst halt spielen mit der dicken Agentur im Arsch und hast irgendwie eine komplette Tour gebucht. Da musst du durch irgendwie. Aber ich wollte da auch durch. Also ich wollte ja nicht die Fahne und so, sondern das ist mein Leben. Also ich liebe das, was ich tue. Und ich habe das große Geschenk gekriegt, genau wie mein Bruder und die ganze Band, dass wir mit dem, was wir lieben, unsere Brötchen verdienen können und unsere Familien ernähren können. Und das ist ein Geschenk. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Erfolg ist kein guter Freund. Ne? Also das ist eine Sache, mit der das muss man lernen. Das ist auch ein Teil des Handwerksberufs. Also du musst eben damit lernen, dass es dir passieren kann, dass er da ist und dass er wieder geht. Und das hat uns auch keiner gesagt, dass diese Wellenkurvenform, dass das ein Teil des Lebens ist. Ne? Und dass man seine Kunst darüber nicht verlieren darf. Wir haben sie beinahe verloren und sitzen immer noch hier, weil wir sie wiedergefunden haben. Das ist natürlich dann am Ende des Tages das Happy End der Geschichte. Wie ist das, so eine Band zu haben? Wingfelder gibt es seit 10 Jahren. Also natürlich Wingfelder, euch beide gibt es viel länger, denn das ist euer Familienname. Aber die Band gibt es seit 10 Jahren. Wie ist das,
So eine zweite Band aufzumachen und zu wissen, man kommt aber aus Fury in the Slaughterhouse. Das ist für uns, wir waren ja auch nicht mehr 17, als wir Ringfelder angefangen haben. Wir hatten ganz andere Ziele, wir haben es ganz anders definiert für uns. Und wir wussten ja auch, dass wir jetzt nicht in große Hallen gehen, sondern dass wir das, klingt immer so doof, von unten wieder aufbauen. Und ehrlich gesagt, wir haben auch den Spaß gefunden daran, in einer Music-Hall in Worpswede, wenn sie dann voll ist, und das war sie auch, vor 500 Leuten zu spielen und der Saal kocht, das ist eine ganz andere Intensität. Und das steht uns auch gut. Das mögen wir sehr, sehr gern. Ne? Wir hatten auch 10 Personen in Regensburg oder so, oder Rosenheim, als wir angefangen haben. Wir mussten wirklich ganz wieder von vorne anfangen. Das ist nicht so einfach. Wir haben uns ja erstmal selbst aufgelöst sozusagen. Und dann haben wir 2 Jahre Pause gemacht, Brüderchen und ich, und dann haben wir uns getroffen und haben geguckt, ob wir wieder zusammen Musik machen wollen und ob das so Spaß macht. Und dann war uns klar, dass wir auf Deutsch, weil die Herausforderung ist größer und wir wollten uns von Fury absetzen, weil wenn wir beide das auf Englisch gemacht hätten, ich mit meiner Stimme und er mit seiner Gitarre, dann hätte es halt geklungen wie Fury. Und das wollten wir nicht und Deutsch war die Herausforderung für uns. Und das macht aber Spaß, dann das so hochzuziehen. Und im letzten Jahr waren wir dann mit dem zweiten Projekt auch wieder Top 10 in Deutschland. Das war schon, da waren wir schon stolz. Also. Wenn man einmal so erfolgreich gewesen ist und einmal vor 12.000 Leuten gespielt hat, will man das immer wieder? Geht euch das auch so? Oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge? Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Und ich brauche das auch nicht immer. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil es mich glücklich macht, weil ich das liebe, Songs zu schreiben, mit meinem Bruder irgendwo in Dänemark im Haus zu sitzen und dann haben wir eine Idee und finden sie toll. Und in dem Moment, wo dieser Funke zündet, ja, und wir sind begeistert, das sind Momente, die liebe ich über alles. Genauso wie wenn man auf der Bühne steht und spielt ein Konzert und guckst in lachende Gesichter und die Leute singen mit und du weißt ganz genau, du gibst ihnen da jetzt irgendwas. Ja. Du bewegst die Menschen. Das finde ich einfach toll. Und das kann ich aber mit 12 genauso wie mit 12.000. Das ist unentscheidend. Hat sich für euch durch Corona auch viel verändert. Wie habt ihr denn diese Zeit erlebt als Künstler? Ja, bei den Künstlern oder hauptsächlich bei den Musikern ist es ja so, dass man heutzutage kein Geld mehr damit verdient, dass man Platten verkauft. Das funktioniert nicht mehr dank der Streaming-Dienste, sondern wir verdienen unser Geld mit Live-Spielen. Und genau das hat man uns eigentlich im Grunde genommen komplett genommen. Und die großen Konzerte wie bei Fury, also wo es zwischen 6.000 und 12.000 Leute geht, sind komplett weg. Ja? Unsere Wingenfelder Tour mussten wir auch komplett verlegen, alles auf 2021, mit dem sicheren Wissen, dass wir nichts wissen. Das heißt, wir können mal gucken, ob 2022 überhaupt funktioniert, weil niemand kann das momentan irgendwie prognostizieren. Ja? Man weiß nichts über Impfungen und wenn sie dann da sind, der Impfstoff, ob sich die Leute überhaupt impfen lassen wollen, das sind alles so viele Variablen und Fragezeichen. Da hängen wir immer komplett in der Luft. Und wir sind zwar ein großer Wirtschaftszweig, glaube ich, 5. größter irgendwie, mit allem, was da dran hängt, mit Crews und Clubs und PA-Verleihern und Ton und was weiß ich was, Busunternehmen und sonst wie. Aber wir werden halt nicht subventioniert. Das ist halt ein bisschen schwierig. Da hat Schalke 04 schon ein bisschen leichter oder die Lufthansa. Aber Künstler nicht. Aber die Leute brauchen Musik und die Leute lieben Musik. Man sieht das daran, dass die Zahlen hochgehen in Streamingdiensten und Radio ist auch angesetzt. Und wir müssen da wieder hinkommen. Und dann versucht man halt irgendwelche Dinge oder Möglichkeiten zu finden, wie man das doch machen kann. Und wir sind auch schwer am Grübeln, weil es lohnt sich ja nicht, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken oder die Flinte ins Korn zu schmeißen. Wir müssen uns versuchen, mit der Situation zu arrangieren und gucken, wie wir da irgendwie durchkommen. Deswegen, ihr habt auch Autokonzerte gespielt. Ihr habt 3, glaube ich, gemacht. Ja. Wie habt ihr das erlebt? Lustig, interessant. Es ist 1000 Autos und dann war der Schützenplatz dann voll. Und es ist schon ein richtiges Konzert. Und die Leute feiern in den Autos und wir hatten auch Möglichkeiten dann aufgebaut, wie, klar, du konntest auf diesen Video-Vaults, wir hatten eine große Produktion aufgebaut, muss man auch sagen. Das ist eine Sache, die sich natürlich dann monetär letztendlich, ne, du bezahlst halt deine Leute und alles und am Ende verdienst du nicht wirklich richtig viel, aber es waren tolle Konzerte und die Leute konnten sich per Zoom-App dann auf die Bildschirme dann draufknallen und man konnte sich sehen und die haben da teilweise Sushi-Bars aufgefahren und hin und haben da richtig gefeiert. Das war schon außergewöhnlich und ich bin froh, dass wir es erlebt haben. Es ist aber nicht ein Ersatz für das wahre. Und, aber es gab auch Momente hinter der Bühne, wo wir da saßen und haben überlegt, vielleicht werden wir unseren Kindern irgendwann mal erzählen, wisst ihr damals noch, als es Stadionkonzerte gab mit 40.000 Leuten und die Kinder fragen dann, was ist das? Ne? Weil das es möglicherweise in der Form gar nicht mehr gibt. Halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich, aber wir hatten Momente, wo ich dachte so, vielleicht erleben wir eine komplette Zeitenwende in dem. Und wir müssen uns halt selber neu erfinden. Das ist das, was Kai auch gesagt hat und das tun wir dann. Aber dieses Gefühl, dass man vor der Tagesproduktion von Volkswagen spielt, ist schon ein bisschen merkwürdig. Du gehst da raus und siehst da halt 1000 Blechdosen. Ja. Aber die hupen und hupen und hupen. Das wäre natürlich die Frage, weil ihr sagt, ihr setzt euch normal auch so zwischen die Leute und sowas. Wie kommt der Kontakt jetzt zustande? Ganz einfach. Also ich brauchte das für mich. Ich wusste gar nicht, wie ich das machen sollte. Ja. Also ohne Publikum und keiner klatschen soll. Also habe ich mir überlegt, was tust du? Und dann habe ich mir überlegt, du machst
machst Folgendes. Du gehst vor der Show runter und putzt die Fensterscheiben. Das habe ich auch gemacht. Ich bin runter und habe bei den Autos die Fensterscheiben geputzt. Gar nicht geschnallt. Nee, danke. So haben wir gedacht, so, da will ich gleich 5 Euro. Der eine hat ja so eine Scheibe runter, wollte mir einen Euro geben. Ich habe gesagt, nee, ich werde für Singen bezahlt. Dann hat sie begriffen, dass ich das bin. Ja. Aber ansonsten war das halt so, dann habe ich die Leute gesehen und habe gesehen, was da drinnen ist, ja, und wie sie sich das schön gemacht haben. Und die haben uns gesehen und dann war es für mich klar, die haben sich alle wahnsinnig gefreut. Also, weil wenn du eine Stunde vorher mit den Fans da unten sprichst, dann hast du auch dieses Gefühl wieder, dass irgendwie, das ist wichtig, was du da machst. Das ist cool und dann weißt du genau, warum du das tust und dass die sich auch freuen und dass die Verbindung sowieso da ist. Ja. Und dann diese Möglichkeit, dass da 500 Leute auf einmal sich einwählen können und überall auf den Screens da sind und können mit ihren kleinen Handys theoretisch miteinander kommunizieren und auch mit uns. Das hat dann so eine Verbindung gebracht und das war für uns wichtig. Wir haben es für die Crew und für die Leute gemacht, nicht für uns. Wenn man euch so zuhört, dann wird sehr klar, ihr habt eine Haltung. Ne? Also wie gesagt, wir haben eine Crew, denen gegenüber haben wir eine Verantwortung. Wir haben aber auch den Menschen, die zu unseren Konzerten kommen, eine Verantwortung gegenüber. Ihr seid Fan von einer Solidargemeinschaft. Ne? Warum eigentlich? Ja gut, ich glaube, die Welt ist eine Solidargemeinschaft. Ne? Ich glaube, du gewinnst heutzutage nicht mehr alleine. Du gewinnst im Team. Und das ist auf einer Bühnenproduktion, wo die Scheinwerfer angehen, ganz genauso. Wenn die ganze Crew irgendwie ihre Arbeit niederlegt, dann siehst du gar nichts mehr, hörst nichts mehr und das war's. Ne? Und eine Corona-Krise macht auch nicht eine alleine klar, sondern das müssen wir alle gemeinsam machen. Deswegen ist es ja auch so, dass Berlin-Demonstrationen und Geschichten und Sachen, die wir alle gesehen haben, mich manchmal echt befremdet. Ne? Weil es geht manchmal nicht nur um Mindestabstand, sondern auch um Mindestanstand. Und manchmal geht er so ein bisschen durch die Hintertür raus. Und wenn der soziale Vorhang dann weggeht, dann sind wir kein Team mehr. Dann geht die Liebe verloren, dann wird es schwierig. Ne? Und da habe ich gerade so ein bisschen Befürchtungen, dass wir hier und da das erleben. Und da müssen wir aufpassen. Aber das ist halt eine Herausforderung. Also das, was wir jetzt gerade, diese Zeit, in der wir uns befinden, ist eine der größeren Herausforderungen der letzten 75 Jahre für die gesamte Welt. Weil ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es sowas nicht mehr. Und ich denke, dass man solche Herausforderungen nur besteht, wenn man halt zusammensteht. Ja. Und das ist für mich irgendwie das, was eine Solidargemeinschaft ausmacht. Und wenn hier jeder nur seinen eigenen Vorteil denkt, dann wird das ein bisschen schwierig. Und dann lassen wir halt einfach Leute rechts und links liegen. Und ich finde, das ist kein schöner Gedanke. Für wie gefährlich haltet ihr denn ganz konkret all die Corona-Leugner, die jetzt, wie du sagst, so? Das ist echt ein schwieriges Thema, weil wer von uns hier gerade, der jetzt im Raum ist, weiß wirklich alles über das Thema? Niemand. Ne? Aber trotzdem, also gibt sich ja eine ganz andere Sichtweise. Das heißt, welchem Weg folgen wir? Ne? Folgen wir irgendwelchen nicht bewiesenen Geschichten oder folgen wir irgendwelchen Zahlen? Das ist ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen. Wichtig ist, glaube ich, dass es einen Diskurs gibt über das Thema. Und den gibt es nicht. Das heißt, du redest mit Leuten, die wollen dir ihre Meinung aufdrängen und schreien dich an. Und im Netz haben wir das ja auch erlebt. Und man postet was und dann kriegst du einen Shitstorm. Ich denke so, Leute, was ist denn hier los? Und lass uns doch das Thema, wie du gerade schon von Kai beschrieben, lass uns das als Team irgendwie regeln und gucken irgendwie. Und wir leben ja noch in einem Paradies, darf man nicht vergessen. Es gibt andere Länder und andere Varianten hier auf diesem Planeten, die haben es echt hart getroffen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja eine schwierige Situation, auch mental gesehen. Ja? Und es gibt, glaube ich, viele Menschen, die damit einfach nicht klarkommen, ja? und versuchen irgendwie da für sich eine Lösung zu finden oder entschuldigen oder das einfach so nicht akzeptieren wollen, wie es halt ist. Aber das hilft ja nicht. Also, weil das Gras ist nun mal grün, außer irgendwie die Sonne scheint zu lange drauf. Aber im Endeffekt muss man das irgendwie erkennen. Ne? Und das passiert nicht. Und das Einzige, was dann passiert, ist, dass sie dann mit einem Haufen von falschen Menschen zusammen auf einer Straße für etwas demonstrieren, für das die anderen gar nicht demonstrieren. Ne? Und werden dann vor den Karren gespannt. Und das ist dann einfach so, da sind so Dinge passieren da, die mir gar nicht gefallen, ja? Weil ich das alles schon mal in meinem Geschichtsunterricht gesehen habe. Und das möchte ich nicht normal haben in diesem Land. Ihr habt eine neue Platte gemacht, die jetzt rauskommt, ja. Sendeschluss Testbild. Erzählt mal, worum geht es ganz genau? Es geht um Populisten im Grunde genommen. Nepper, Schlepper, Bauernfänger, um Leute, die Fake News verbreiten zu ihrem eigenen Vorteil. Es geht um Lobbys, die für Geld alles tun würden. Und es geht vor allen Dingen darum, dass Leute an die falschen Menschen glauben und auch den falschen Menschen vertrauen, in ihrer Hilflosigkeit irgendwie was zu tun oder die Angst, dass man ihnen vielleicht den Fernseher und das Bier wegnimmt. Und im Endeffekt heißt die Botschaft aus diesem ganzen Song ist eigentlich ein kleiner Satz, der immer runterfällt und der heißt, geh nicht ins Licht. Und das ist eigentlich das Wichtige, im Grunde genommen. Der Text ist auch sehr kurz, da ist eigentlich alles gesagt in ein paar Sätzen und den Rest erledigen die Zitate, die da drin sind, die Originalzitate von den Menschen, die wir ganz besonders lieben.
Und die sprechen dann für sich, da kann man nichts mehr dazufügen. Genau, denn das ist das, was ich tatsächlich wirklich clever fand. Es geht nicht darum zu sagen, ihr trefft Aussagen über vermeintliche Zitate, sondern ihr arbeitet einfach mit den Zitaten direkt. Auch kein Zeigefinger in der Genau, Frage. ne, gar nicht, genau, aber sondern ihr stellt das einfach so zur Verfügung. Und daran Das kann sich jeder angucken, genau, und dann kann sich jeder seine eigene Meinung machen. Aber ich finde auch diese Zeigefinger-Variante waren wir noch nie. Also wir halten vielleicht ganz gerne mal den Finger in die Wunde, aber wir halten ihn nicht hoch. Aber waren wir noch nie, seid ihr euch denn immer einig? Gerade wenn es so um so eine Meinung geht und um so eine Haltung geht? Wir sind uns nicht immer einig, aber oft. Ja. Aber wir haben auch innerhalb der Band also wir reden viel. Wir sprechen im Bus viel, wenn wir gerade mit Wingfelder sind ein paar echt smarte Vögel dabei. Und wir pflegen aber den Diskurs. Also wir haben noch eine Diskussionshaltung und eine Gesprächskultur, die würde ich mir aber breiter öfter wünschen. Ne? Was unsere Werte angeht, sind wir schon gleich. Also wir haben vor allem noch welche. Ihr sagt selber, als Künstler hat man eine Verpflichtung, sich einzumischen. Ich persönlich empfinde das für mich so. Ich möchte das niemandem vorschreiben, aber ich persönlich empfinde das so, dass wenn man eine Möglichkeit hat, dass einem viele Menschen zuhören, man die vielleicht auch benutzen sollte, manchmal, um eine Fahne hochzuhalten, um einfach zu sagen, dafür stehe ich. Ja. Die andere Variation ist, ich verkaufe Millionen von Platten und sage gar nichts und mache nur Unterhaltung. Ja. Wir haben beides, wir haben Haltung und Unterhaltung. Ja. Und das ist genau das, worum es geht. Das ist der Trick, ein bisschen die Balance zu finden zwischen den Dingen. Balance ist ja Gleichgewicht, das Zauberwort, glaube ich, unserer Zeit. Es gibt ja auch Feelgood-Nummern auf eurem Album, nämlich zum Beispiel Aragona, den wir gleich spielen. Warum glaubt ihr, dass es in diesen Zeiten wichtig ist, auch solche Nummern zu haben? Weil man, glaube ich, nicht nur eine Platte machen kann, wo das Schwärzeste schwarz genug ist und man immer irgendwie Dinge an die Wand nagelt, wo die Leute sich drum kümmern müssen, sondern ich glaube, in Zeiten wie Corona braucht man einfach auch ein bisschen Unterhaltung, eine Fuhre Sand unter den Kiel und irgendwas, was Positives. Und ich finde, deswegen macht man heutzutage eine Platte, also wie jetzt Wingfelder macht eine Platte, wo es Dinge zum Nachdenken gibt und Dinge, wo man überhaupt nicht denken muss, sondern wo es einem einfach nur gut geht. Spaß haben. Das ist es. Was hat es mit Aragona auf sich? Hart am Schlager gekratzt, habe ich schon gedacht, hat er mir gesagt. Ist aber nicht so. Ich hatte ein wunderschönes Haus gebucht, eine alte römische Villa an den Hängen von Catania auf Sizilien. Und wollte mit meiner Familie Urlaub machen. Das hatte ich mir auch wirklich verdient. Und dann sind wir da hingefahren und einen Tag davor war ein Erdbeben, das hat uns aber keiner gesagt. Das war auch nicht so schlimm, die Sonne schien, alles war gut. Rein in den Pool, am nächsten Morgen fing es an zu regnen. Und dann hörte es nicht mehr auf. Und dann war der ganze Pool voll mit Dreck und alles voll Mücken und es war klamm und die Kinder konnten nicht baden. Und nach 2 Tagen wurde die Revolution der Familie ausgerufen. Und meine Frau stieg dann ein und dann blieb mir nichts anderes über, als sämtliche Kohlen zusammenzukratzen, alle ins Auto zu packen, das Haus sein zu lassen und irgendwo auf Sizilien nach einem Ort zu suchen, wo die Sonne noch schien. Und den fanden wir dann auch. Und zwar in so einem kleinen Bio-Resort in Aragona, wo die Faunen rumliefen und der Pool war da und die Kinder haben eine Arschbombe im Pool gemacht. Ich hatte eine kalte Flasche Weißwein und habe den Text geschrieben. Und das war's. Und genau so fühlt sich das Lied auch an. Das spielen wir gleich zusammen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute Morgen bei uns wart, dass ihr so offen über alles redet und euch einsetzt und Haltung und Unterhaltung mitbringt. Und vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Seien Sie auch das nächste Mal dabei. Bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Ich freue mich auf Sie. Und jetzt spielen wir einen. Okay. Wir probieren das mal, ne? Wir probieren das mal. Ich darf mitspielen. Er spielt mit, er spielt mit, er spielt mit, er spielt mit. Ich will doch nur spielen. Die Wolken ziehen westwärts, kreuzen vor Blau, grünes, flüssiges Gold, draußen lacht eine Frau. Sorry. Das ist ein großer Aussetzer. Schön, dass Sie dabei waren. Bis dann. Es riecht nach frischem Brot, in meiner Tür steht ein V. Können wir den Teleprompter bitte? Und schaut mich interessiert an. Und die Kinder schreien laut, der Wein gut gekühlt. Du lächelst mich an und wir haben's beide gefühlt. Sind wir noch in Sendung? Nie waren wir uns so nah wie im Herbst in Aragona, als der Regen vorbei war. Nie waren wir uns so nah wie im Herbst in Aragona, als der Regen vorbei war. Bam, bada, ba, ba, bam, bada, ba, ba,